Ich verspreche euch, sowas habt ihr noch nie gesehen. Das hier ist der Prototyp. Man hat mich gerufen, die Leute haben gesagt, das musst du dir anschauen. Hier steht das 2024er Modell Carrado. Es ist unverkäuflich, es dient nur zur Bestellung des Neufahrzeuges und hier ist die nagelneue Wohnwelt verbaut. Das Ganze steht auf einem professionellen Fahrgestell von Ford und viele, die jetzt sagen, ja, Ford und professionell, ja, Ford ist absolut professionell. Also ich hatte damals als Jugendlicher einen Ford Transit, der war unkaputtbar. Diese Motoren mittlerweile Modellvariante 2024, 23, 22, sehr, sehr leistungsstark und nahezu unverwüstlich und automotiv. Das bedeutet, ihr habt ein Geräuschgefühl, ihr glaubt nicht, dass ihr in einem Transporter fahrt, ihr denkt wirklich, ihr werdet in einem ganz normalen Pkw mit drin. Und das ist auch die Gefahr. Ihr müsst überlegen, ihr zieht damit natürlich auch ein Reisemobil, das hat auch eine gewisse Länge hier, ganz gar keine Frage, aber ihr müsst immer noch dran denken, das ist ein vollwertiges, ausgewachsenes Reisemobil, der hat so viel Power, der zieht das ganze Ding weg und ihr glaubt wirklich, ihr hättet nichts dahinter, aber Vorsicht geboten. Dieses Fahrzeug hier hat es absolut in sich. Also die 2024er Modelle von Carrado, heute große Premiere. Ich habe es schon für euch da und wir sind tatsächlich in Sulzemoos beim Freistaat und werden euch jetzt mal einen exklusiven Blick in dieses Fahrzeug bieten. Hier steht es. Es heißt Carrado T Edition 24 338 und steht auf Ford Transit 3,5 Tonnen, 2 Liter CDI, 130 PS, der richtig gut geht, der 130 PS. Richtig viel Drehmoment hat. Das Ganze gibt es dann auch als 155 PS, 2 Liter TCDI mit 6-Gang Automatik und der Preis hier steht 76.762 Euro. Das ist der Listenpreis. Länge ist 6,99 Meter, die Breite 2,32 Meter, die Höhe 3,06 Meter. Also brandneu, Weltpremiere. Hier hinten seht ihr also auch das neue Heck. Das ist also auch ganz neu. Neue Möbelwelt ist mit drin. Also alles hier bei dem Fahrzeug ist neu. Ich mache mal ein bisschen heller, dass ihr immer seht, ich komme nicht gegen das Licht an. Es regnet in Strömen. Wir sind in Bayern, ungefähr zwischen Augsburg und München und ich kann nur sagen, welch ein Glück, dass im Freistaat hier alles überdacht ist. Das heißt, es ist wirklich in Strömen am Regnen. Es geht hier runter wie verrückt und ich stehe trockenen Fußes unter Hunderten von Fahrzeugen. Besser kann es gar nicht kommen. Ich bin mal sehr gespannt, was mich drin erwartet, aber ich muss sagen, es sieht schon mal sehr schick aus. Also gerade das Heck mit der Heckpartie, das sind neue Leuchten, erinnern mich sehr an Mercedes-Benz. Auch hier wieder die Crashboxen einzeln austauschbar. Edition 24 steht dran. Hier haben wir noch das alte Heck, das okay, wirklich nicht schlecht ist, aber das neue Heck ist natürlich nochmal Lichtjahre davon entfernt von der Optik her. Es sind die Kleinigkeiten, die vieles ausmachen. Ob es kompatibel ist, weiß ich nicht. Könnte sein, glaube ich nicht. Also bitte nicht fragen, ob man es austauschen kann. Dann ist natürlich auch in Verbindung mit dem Ford Transit ja, vielleicht eine ganz andere Welt. Wir gucken gleich mal rein. Also hier hat sich nicht so viel geändert. Garage groß, 150 Kilo Belastung. Im Regelfall mit vielen Staufächern, die hier noch mit drin sind und auch hier nochmal ein Staufach. Also überall Staufächer mit drin, 2 gleich große Türen und 2 große Schienen, wo ich alles festmachen kann, unter anderem Fahrräder. Also hier kriegst du alles rein, aber denkt natürlich an das Thema Zuladung. Großes Thema ist natürlich das Thema 4,25 Tonnen. Auch hier kriegt man demnächst dann mehr Informationen im Freistaat. Ich habe flächenbündige Fenster hier mit verbaut. Richtig schön, habe eine dunkle Beschriftung, also dass ich das hier sehen durfte. Allein dafür hat sich die Reise dann schon gelohnt. So, 7 Meter Fahrzeug, 2,32 Meter, 3,6 Meter habe ich eben schon gezeigt. Wir gehen rein. Tada, was ist das hier für eine Aufbautür? Jetzt muss ich mal gerade selber gucken. Ja, so einfach ist es nicht zu sehen. Aber sie ist schick.
Auch die Folierung, also dieses Modells hier. Du hast hier so eine seidenmatte Optik hier an der Seite. Das ist also richtig schön. Also mir gefällt's. So, wir gehen rein. Es gibt eine neue Wohnwelt. Ja, wer hätte es gedacht? Hellgraues Holz. Kenne ich da irgendwo her. Und auch hier hat man natürlich nachgezogen. Hubbett ist mit drin, mechanisches Hubbett ist mit eingebaut. Du hast ein Verdunklungssystem, das sich auch ordentlich anfühlt. Graue Polster. Obendrauf so ein leichtes Grau-Blau. Das kann aber auch ein bisschen täuschen. Teleco-Sattanlage auf der Seite mit drin. Die Wohnwelt ist richtig schick. Du hast also hier eine graue Wohnwelt mit drin. So ein leichter beige-braunton, der hier mit reinkommt. Aber sehr stimmig. Wir stehen übrigens unter einem Hubbett. Und das fällt gar nicht auf, weil der Ford an sich von der Breite her, vom Volumen her, vom Platzgefühl her sehr, sehr viel Platz bietet. Hier vorne sieht man da sehr schön, das ist das Fahrerhaus. Wir bekommen ja in Kürze genau diese Automatik, dieses Fahrerhaus hier von Etrusco. Wir werden einen V6.6 SF bekommen, aber das Raumgefühl hier natürlich ist wirklich groß, denn du hast ja hier die volle Breite von 2,32 Meter. Bei mir sind es 2,12 Meter, ein bisschen schmaler. Also ein richtig großer Raum, großes Raumgefühl hier vorne. Auch nochmal Lichtstreifen, viel indirekte Beleuchtung. Wenn ich also hier nochmal hinter gucke, hinter den Küchenbereich, wie das Ganze schön illuminiert ist. Sehr, sehr schick. Ja, Möbelverbinder, die sieht man an diesen Kappen. Das sind elastische Verbindungselemente, die dafür sorgen, dass der Möbelbau, auch wenn sich das Fahrzeug bewegt, nicht voneinander löst. Und davon sind bestimmt ganz, ganz viele verbaut. Hier ist Isofix mit drin. Kann ich unschwer erkennen. Hier vorne ist das Isofix-Zeichen nochmal mit dran. So eine Mikrofaseroptik hier mit drin. Der Kühlschrank hier vorne integriert in der richtigen Kühlecke mit drin. Auch wirklich vom Wohnraum gut erreichbar, sodass ich, wenn ich hier sitze, da auch dran komme. Ich kann ihn hier öffnen. Habe eine kleine Bank, die ist ganz interessant, die zeige ich euch gleich. Die habe ich gerade gesehen. Also hier Kühlschrank. Gerade noch mal kurz öffnen. Also unten ein ganz normales Kühlschrankelement, wie zu Hause. Oben großes Gefrierfach mit drin. Ein Schaut LT100, der absolute Klassiker an Bedienelementen hier verbaut. Und eine Truma Kombiheizung. Ja, Teleco aus Italien, Fernsehsystem mit vollautomatischer Sattanlage. Hier oben ist interessant integriert im Hubbett der Halter für Jacken und so weiter und so fort. Und ist das nicht süß? Da hast du ein ganz kleines Schemelchen. Also da würde ungefähr meine linke Pobacke drauf passen. Aber sie ist halt mal da. Jetzt überlege ich gerade, was könnte man da machen? Vielleicht das Bett bauen. Auf jeden Fall ist hier ein Schalterelement mit drin. Damit kann ich die Trittstufe rein und rausfahren. Und auch hier habe ich nochmal ein bisschen Stauraum eingebaut. Und das sind diese Möbelverbinder, die halt überall mit drin sind. Die gibt es einmal rund, einmal eckig und so weiter. Also hier hat einer schon mal auch was dran probiert. Ich gehe mal gerade einen Schritt zurück. Dann kann ich hier stehenden Fußes, ich bin fast 1,90 Meter groß jetzt mit den Schuhen im Moment, einfach unter dem Bett durchlaufen. Ich habe eine tolle Stehhöhe auch unter dem Hubbett und kann das Hubbett jetzt einfach mal runter bewegen. Gucken, ob das geht. Das geht. Und habe hier die übliche Liegefläche von etwa 1,60 Meter mal 2 Meter im Hubbett. Das ist ordentlich. Auch hier mit Rausfallschutz, Lattenrost und einer Leiter mit dabei. All das, wie man es kennt. Und einem Tellerlattenrost hier in dem Fall. Es fährt von selber hoch, geht in Position. Hier drunter habe ich dann noch einen Schrank. Kleiner, aber fein, alles genutzt, sogar innen noch beleuchtet, mit Häfele-Beschlägen mit drin. Also ordentlich auch Softclose. Ist ja goldig. So, Küche. Gerade mal wirken lassen. Mit einer Einbuchtung, die sogar von 2 Seiten konisch zuläuft. Das heißt also, hier habe ich einmal eine Öffnung in den Raum von der Seite. Ins Bett laufe ich komplett offen zu. Das ist ein richtig cooler Grundriss. Der ist zwar nicht geschlossen,
Aber der schafft ein Raumgefühl, das ist unglaublich groß. Also ich gehe also hier auf das Bett zu, habe hier einmal die Bettseite, die nicht von vorn nach hinten ganz durchgucken kann, aber die Fahrerseite, Bettseite, wenn ich mich hier draufsetze, ich mache das mal gerade und gucke hier so in den Raum rein, dann habe ich ein tolles Raumgefühl. Also bin gar nicht beengt, kann aber hier diesen Vorhang auf der rechten Seite, da ist so ein grauer Vorhang, den kann ich auch schließen, kann mich dann vereinzeln. Das Fahrzeug steht hier auf Stützen, deswegen ist es sehr, sehr ruhig, wackelt gar nicht. Indirekte Beleuchtung bei den Schränken. Ja, da fragt man sich doch, ist das noch Carrado, wie ich das so kenne? So ein bisschen so die Entry-Marke im Hymer-Konzern. Also mir gefällt es richtig gut. Müsste auch Made in Germany sein. Denn alles, was ich über Carrado gelernt habe, ist, sie bauen in Deutschland. Ich lasse es mal offen, aber es müsste Made in Germany sein. Wahrscheinlich wird der ein oder andere Carrado-Mann mir zugucken und sagen, Mensch, Sven, hättest du doch lernen können. Wärst du mal bei dem Frühjahrsfest dabei gewesen, wo er präsentiert wurde, hätten wir dir das alles erklären können. Große Ablagefläche hier. Also hier hast du Platz für Kaffeemaschine, alles drum und dran. Also eine richtige Liner-like Küche mit drin. Und das Ganze für ja, den Preis von einer Aufpreisliste von einem Liner. Einer kleinen Aufpreisliste. Große Schränke, auch die Schränke. Also ich kann die hier verwinden, da passiert nichts. Das ist so richtig ordentlich. Und auch mit Softclose, wie ihr seht. Und die gehen auch richtig zu. Also das ist nicht so diese Leichtbau-Billigqualität, wie ich die von anderen gewohnt bin, sondern hier richtig schwere Qualität. Klar, wir sind immer noch in einem teilintegrierten, aber ja, von Chan. Tolles Kochfeld, klein, aber fein. Das ist so der Trend. Ich brauche keine 3 Kochfelder, wenn ich im Zweifel nur ein paar Nudeln mache. Aber es würde gehen, es würden noch größere Sachen gehen. Und den Rest, den grillst du draußen. Also den Backfisch, ich glaube nicht, dass du den hier drin machen möchtest. Das ist der Blick nochmal auf den Kühlschrank, hatten wir eben mal schon auf. Da ist noch ein Spiegel mit drin, 2 Halter für Kleidung und in dem Fall das Bad mit Schwenkbad. Also ich mach's mal auf. Gucken, was da stört. Irgendwas ist im Weg. Da war irgendwas im Weg. Ich muss mal ganz kurz schauen, bevor ich jetzt hier mit viel Gewalt zumache. Irgendwas ist im Weg. Das gefällt mir nicht so richtig gut. Es ist ja ein Prototyp. Mal schauen. Also hier ist alles gerade soweit. Ich glaube, jetzt könnte es gehen. So, das klang nicht so gesund, aber jetzt ist es mal geschlossen. Und dem Prototyp sei Dank, hier vorne hast du noch einen Kleiderschrank. Wird ja nicht verkauft, habe ich gerade eben gelesen. Und er hat es überlebt. Zumindest ist die Klammer, die bei den meisten Schwenkbädern abgerissen werden im Ausstellungsbetrieb, die ist noch dran. Nämlich diese kleine Klammer hier, damit wird entriegelt. Und hier vorne hast du ja, dann noch ein Fach. Hier ist der Toilettenpapierabroller. Nettes Detail. Ja, einen ordentlichen Hahn, Wasserhahn, so ein bisschen wie zu Hause. Eine Tedford-Kassettentoilette hier mit drin. Das Rost ist hier mit eingebaut. Und wie bei den meisten Carrados hier nochmal ein kompletter Handtuchhalter mit drin. Da bin ich. Ich hoffe, ihr könnt mich sehen. Und ja, ich will das Geräusch nochmal hören. Also irgendwas scheint an dem Scharnier hier oben, glaube ich, nicht mehr so 100% intakt zu sein, aber so wäre es dann geschlossen. Hier vorne ist dann ein ganz kleiner Pin, der wird zugemacht und dann hält das Ganze. Hat wohl einer mit ein bisschen viel Effet dann auf und zugemacht. Ich war es nicht. Gut, das sagen alle. Handtuchhalter hier oben, der lässt sich einfach rausdrücken. Vielleicht war der im Weg. Das könnte gut sein. Also einer probiert hat gegen den Handtuchhalter. Aber ja, also schreibt es mir in die Kommentare, abonniert German Television, ganz wichtig. Also es kostet euch keinen Cent. Mir macht ihr einen großen Gefallen damit. Und dann kann ich euch auch in Zukunft solche Fahrzeuge zeigen mit großen Kleiderschränken, viel Platz. Dadurch, dass sich das Ganze hier so öffnet, habe ich auch nicht so große Mühe, an die Kleiderschränke ranzukommen. All das ergibt sich wirklich intuitiv hier. Und da noch ein Kleiderschrank. Also wirklich die Öffnung hier,
das ist eigentlich so ein bisschen das Highlight, was du hier hast. Dass du hier bei dem Fahrzeug eine unglaublich große und breite Öffnung hast, die sehr, sehr, ja, sehr raumöffnend, sehr gut zu bedienen ist. Also all das gefällt mir außerordentlich gut bei dem neuen Grundriss. Schreibt's rein. Vielen Dank fürs Einschalten. Hier ist German Television. Abonniert den Kanal. Also ich würde mich sehr freuen. Wir haben knapp 9 Millionen Zuschauer in 90 Tagen laut YouTube, aber nur 340.000 Abonnenten. Ich freue mich, Wolf in Frankreich. Danke, ciao.